Kennst du das? Du kommst mit dem Kunden zum Auto, hingst 25 Stunden nur am Polieren. Der Kunde guckt, sagt, ja, glänzt, aber der Kratzer ist ja immer noch drin. Das ist eine Riesenangelegenheit, mit der wir auch wirklich jetzt seit Jahren zu kämpfen haben oder Probleme haben, einfach, dass die Erwartung des Kunden und deine Leistung auseinandergeht. Das geht ganz besonders beim Thema Kratzer so, aber auch beim besonders umfangreichen Arbeiten, die dann natürlich auch sehr teuer werden, bei denen der Kunde vielleicht gar nicht so das Gefühl hat, was da eigentlich passiert. Und darum soll es in diesem Video gehen. Deswegen haben wir diesen, ja, ich sag mal, nicht ganz alltäglichen Ferrari 488 Pista zum Anlass genommen, euch sozusagen in diesem Video mitzunehmen und einfach mal über das Thema zu sprechen, wie wir damit umgehen. Aber vorweg erst mal noch ein paar Infos zu diesem wunderschönen Fahrzeug hier. Wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, was mit dem Auto passiert ist, wie er bei uns ankam, und der sieht jetzt auch, wie er jetzt da steht, und auch zwischendurch ein paar Bilder bei Instagram habe ich mal gepostet. Das Auto, ich will es kurz machen, kam direkt von Ferrari, sah katastrophal aus, wirklich katastrophal ausgeliefert. Wir haben da Stand jetzt 25 Polierstunden reingesteckt, nur reine Polierstunden sind jetzt bei dem Stand, deswegen ist ja auch noch alles abgeklebt und staubig und so weiter und so fort, dass wir jetzt mit dem Kunden ums Auto gehen, uns ein paar Dinge angucken, mit dem die Sachen besprechen, die ich jetzt mit euch bespreche, und dann entscheiden, okay, gehen wir hier nochmal ran, gehen wir da nochmal ran, oder wird der entfettet und Keramik versiegelt. Und das Thema des Videos habe ich ja schon gesagt. Es geht wirklich um das Thema einzelne Kratzer und wie weit kann ich eigentlich gehen, was soll ich einem Kunden versprechen und was mache ich eigentlich, wie gehe ich an so einen Kratzer ran. Und das ist einfach ein Thema, in dem wir uns auch stark weiterentwickelt haben. Da waren wir vor 2 Jahren selber noch anders drauf und sehen es auch oft anders auf Facebook und auf Instagram und wollen einfach mal darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn wir an so einem Kratzer arbeiten. Denn der Wagen war echt in einem für Neuwagen schlechten Zustand, muss man wirklich sagen. Und wir haben jetzt hier ein paar Kratzer, die wir euch hier per Foto oder per Video, je nachdem, wie wir es gut drauf gekriegt oder drauf bekommen, einblenden. Da gibt es einfach Kratzer, die sind jetzt nach wirklich umfangreichen Polierarbeiten immer noch drin. Und natürlich gehen wir hin und versuchen, den Kratzer dann intensiver zu bearbeiten im Rahmen der Politur. Und wenn er dann immer noch drin ist, weil er an der Kante ist oder weil er besonders tief ist, dann muss man immer mit dem Kunden in Kommunikation treten. Dann kann man nicht für den Kunden entscheiden, denn wir haben bei solchen Kratzern, solchen Schleifspuren oder generell solchen Defekten verschiedene Möglichkeiten. Wir können erstens hingehen und sagen, okay, wir nehmen den komplett raus oder wir machen ihn komplett unsichtbar, nehmen den Lack so weit runter, dass man den Kratzer nicht mehr sieht, sofern es denn möglich ist, und dann ist das Ergebnis tipptopp. Oder wir können sagen, wir sorgen dafür, dass das Auto einen guten Gesamteindruck macht, dass man aus einem Meter, aus einem halben Meter den Kratzer nicht mehr sieht, aber wenn man aus Winkeln guckt, ihn noch erahnen kann. Die Entscheidung überlassen wir dem Kunden. Wenn ein Kunde mich fragt, rate ich ihm zur zweiten Lösung. Denn wenn ich den Kratzer jedes Mal rausnehme, selbst wenn er nur im Klarlack ist und ich ihn rausnehmen kann, nehme ich 10, 20, 30, 40, 50, was auch immer, wie viel μ Klarlack runter. Und auch wenn dann noch nicht durchgeschliffen ist, komme ich am Ende zu einem Ergebnis wie bei unserem Alpina. Video blenden wir euch hier ein, wo irgendwann nur noch 85, 75, 65, 60 μ da sind. Nicht nur, dass der Lack danach nicht mehr polierbar ist, er verliert ja auch an Schutz. Wofür ist denn ein Klarlack da? Er soll den Decklack schützen. Das ist der Schutz gegen Umwelteinflüsse, wie UV-Strahlung, wie Regen, wie alle möglichen Dinge, die diesem Klarlack da draußen drohen. Und jedes Mal, wenn ich ihn wegnehme, nehme ich Schutz weg. Und das muss ich immer im Hinterkopf behalten und immer überlegen, ist es mir das wert? Beziehungsweise natürlich dem Kunden die Wahl lassen, zu sagen, ist ihm das wert? Und ich muss euch sagen, in allen Fällen, in denen ich dem Kunden das so erklärt habe, vielleicht in 3 Sätzen weniger, aber wir sind ja auch im Fachkanal, haben sie gesagt, nein, ich möchte Substanz erhalten, lass den Kratzer lieber aus 3 Winkeln noch erkennbar und manchmal auch offensichtlich erkennbar. Manchmal geht es nicht. Wir haben Kratzer, auch in diesem Fahrzeug, da sage ich halt, ich will nicht das Risiko eingehen, da rauszugehen. Wir messen immer nach, wenn wir ein bisschen weitergehen. Wir sind teilweise schon 30, 40 μ runtergegangen. Das muss man auch dazu sagen, der Lack hat teilweise bis zu 300 μ, ist handlackiert. Da ist die Relation eine andere, aber wir sind schon echt weit runtergegangen. Und da empfehle ich einfach nicht weiterzugehen. Man kann mit Sicherheit weitergehen, aber man muss immer im Anbetracht behalten, was wir hier tun, reduziert die Widerstandsfähigkeit des Fahrzeugs. Und das kann ich auch mit 20 Keramikversiegelungen nicht wieder herstellen. Und gerade bei solchen Fahrzeugen, wo wir von Sondermodellen reden, ja, von limitierten Auflagen oder auch im Oldtimer-Bereich, wenn ich da einen Originallack so weit zerstöre, dass er nicht mehr polierbar ist und dann kommt ein Kratzer rein, müsste ich lackieren, habe ich keinen Originallack mehr an der Stelle, habe ich eine Wertminderung. Muss man immer überlegen, wo die ganze Nummer hinführt und einfach mal so ein bisschen wach bleiben und nicht sagen, weg ist das Ding und mir egal, was danach passiert, auch wenn ich es kann, auch wenn ich nicht durchschleife, auch wenn ich weiß, was ich tue. Ich reduziere den Klarlack, ich reduziere die Widerstandsfähigkeit des Autos und damit irgendwo auch den Wert des Fahrzeugs.
Und noch eine letzte Sache, die ich sagen möchte, bevor ich mich wieder dem Schätzchen hier widme, ist natürlich auch im Bereich Materialien. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier zuschauen, nicht die Möglichkeit haben, das zu messen, denn wir haben hier auch GFK, wir haben Carbon, wir haben Kunststoffe, wir haben kurzum Materialien, die wir nicht mit einem normalen, handelsüblichen, lackschichtigen Messgerät messen können. Das heißt, wir arbeiten da im Blinden, im Dunkeln. Ne? Das heißt, ich kann natürlich gucken, okay, wie ist die Struktur, aber auf einem anderen Material habe ich vielleicht auch eine andere Struktur. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie viel Lack ist da noch drauf. Und wenn man dem entgegenwirken möchte, müsste man sich ein Lack-Ultraschallgerät holen. Die gehen so ab 5.000 € los. Kann man bestimmt machen, wenn man jede Woche so ein Ding da hat. Würde ich dann auch tun. Aber da auch für uns so eine umfangreiche Nummer bei so einem Auto selten ist, lohnt sich so ein Gerät auch für uns nicht. Und dann muss man natürlich immer mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, bevor ich jetzt hier Risiko gehe, lasse ich den Kratzer mal wieder Kratzer sein. Gerade wenn ein Auto auch gefahren wird, würde vielleicht noch der eine oder andere reinkommen. Bei einem Showcar ist das vielleicht anders, aber die haben wir zum Beispiel selten. Nur wie gesagt, mal eine kleine Anregung an dieser Stelle. Jedem das Seine, aber nehmt den Kunden mit, dann weiß er auch während der Aufbereitung, was passiert und weiß vielleicht auch, warum der eine oder andere Kratzer drin bleibt. Bislang muss ich sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, die Kunden sind sehr dankbar. Und jetzt lasse ich euch ins Wochenende wahrscheinlich oder einen Tag, je nachdem, wann du dieses Video guckst. Ich mache weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.